Ich bin von Katzenstein und in diesem Video spreche ich über eine ganz besondere Waffe des späten Mittelalters und der Renaissance. Die Cinque Dea. Die Cinque Dea, im Deutschen auch Ochsenzunge genannt, ist je nachdem wie man es sieht, ein kurzes Schwert oder ein besonders langer Dolch, das sich im späten 15. bis zum frühen 16. Jahrhundert in Norditalien entwickelte. Dies war die Zeit des Übergangs vom Mittelalter in die Renaissance. Wie gerade eben erwähnt, kann man bei der Cinque Dea nicht genau sagen, ob es sich nun um ein Kurzschwert oder einen sehr langen Dolch handelt. Zum Beispiel die Klingenlänge der Waffe kann sehr stark variieren, nämlich von ungefähr 20 bis 50 cm, manchmal sogar länger, und wie man sieht, ist sie äußerst breit. Aus diesem Grund wurde diese Waffe auch Cinque Dea genannt, also italienisch für 5 Finger, da sie ungefähr 5 Finger oder eben eine ganze Hand breit ist. Meistens ist die Cinque Dea am Griff und an der Klinge reichlich verziert. Der Griff konnte aus Holz, Knochen oder sogar Elfenbein bestehen. Die breite Klinge bot genügend Platz für prunkvolle Ätzungen und aufwendige Figurengruppen. Charakteristisch besitzt die Cinque Dea mehrere Hohlkehlen an der Klinge. Wie man vielleicht jetzt schon erkennen kann, ist die Cinque Dea weder ein Kampfschwert noch eine Waffe der Selbstverteidigung, obwohl sie fast ausschließlich im zivilen Bereich getragen wurde. Jedoch handelt es sich bei dem Schwert um eine reine Prunkwaffe, mit der man flanieren gegangen ist und zeigen konnte, wie reich man war. Wer sich zu dieser Zeit reichlich verzierte und eigentlich unnötige Gegenstände leisten konnte, zeigte damit, dass er Geld hatte und sein Vermögen nicht nur für lebensnotwendige Dinge ausgeben musste. Trotz alledem war die Cinque Dea scharf und im Einzelfall auch eine tödliche Waffe. Ein gutes Beispiel für eine historische und äußerst prunkvolle Cinque Dea ist das Schwert von Cesare Borgia, dem Condottiere der päpstlichen Staaten Anfang des 16. Jahrhunderts. Das Schwert ist ein Beispiel, wie lang eine Cinque Dea sein konnte. Hierbei handelt es sich um 103 cm. Das Schwert ist mit Vergoldungen überzogen und stellt durch filigrane Linien auf der Klinge die Triumphe von Julius Caesar dar, wobei auch lateinische Sprüche wie alle jacta est, die Würfel sind gefallen, eingraviert sind. Das nenne ich aus Cesares Sicht mal eine Würdigung seines Vorgängers Julius Caesar, nachdem er benannt wurde. Wie ja bekannt ist, wurde in der Renaissance versucht, vieles aus der Antike wiederzuholen und erneut zum Leben zu erwecken. Deswegen bedeutet Renaissance, wenn man es korrekt übersetzt, auch Wiedergeburt. Gerade in Italien bediente man sich hierbei viel an den alten Römern. Daher wurde auch, wie beim Schwert von Cesare Borgia, lateinische Inschriften und der Bezug zum römischen Kaiser in die Waffe eingelassen. Aus diesem Grund kann man vielleicht auch den Bezug der Cinque Dea als Kurzschwert zum römischen Gladius als neu entdeckter Waffentyp herstellen. Es wirkt beinahe, als hätte man im Zeitalter der Renaissance versucht, die altrömische Zeit nachzustellen, ähnlich wie wir es heutzutage auf historischen Veranstaltungen tun. Das war's jetzt mit dem Video. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Cinque Dea haltet. Würdet ihr mit einem Prunkschwert flanieren gehen, um zu zeigen, wie reich ihr seid, oder haltet ihr das für völlig unnötig? Ich würde mich über eure Meinung freuen.